Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Jon, hast du einen Moment Zeit zum Reden? Natürlich, Emily. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich möchte heute über etwas Wichtiges sprechen. Es geht um Sex und Safer Sex. Das klingt ernst. Ich freue mich, dass du darüber sprechen möchtest. Was möchtest du wissen? Nun, ich habe einige Fragen zu Sex und wie man sicher bleibt. Ich denke, es ist wichtig, diese Dinge zu verstehen. Da stimme ich dir zu. Es ist sehr wichtig, über Sex zu sprechen und zu wissen, wie man sich schützt. Welche Fragen hast du? Zuerst möchte ich wissen, was Safer Sex bedeutet. Ich höre diesen Begriff oft, aber ich bin mir nicht sicher, was er wirklich ist. Safer Sex bedeutet, sexuelle Aktivitäten auf eine Weise auszuüben, die das Risiko von sexuell übertragbaren Infektionen verringert und ungewollte Schwangerschaften verhindert. Es geht darum, verantwortungsbewusst zu sein und auf sich selbst und seinen Partner zu achten. Das klingt einleuchtend. Welche Möglichkeiten gibt es, Safer Sex zu praktizieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Safer Sex zu praktizieren. Die gängigste Methode ist die Verwendung von Kondomen. Kondome sind dünne Barrieren, die man während des Geschlechtsverkehrs über den Penis zieht. Sie helfen, STIs zu verhindern und auch Schwangerschaften zu vermeiden. Ich habe schon von Kondomen gehört. Gibt es noch andere Methoden außer Kondomen? Ja, es gibt andere Methoden. Zum Beispiel gibt es Dental Dams, die für Oralverkehr verwendet werden. Das sind dünne Folien, die den Austausch von Körperflüssigkeiten verhindern. Außerdem gibt es die Antibabypille, IUDs und andere Verhütungsmittel, die helfen, Schwangerschaften zu verhindern, aber nicht vor STIs schützen wie Kondome. Ich verstehe. Also sind Kondome wichtig, um sowohl STIs als auch Schwangerschaften zu verhindern. Genau. Es ist wichtig, bei jedem Geschlechtsverkehr Kondome zu verwenden, wenn man sicher bleiben möchte. Was ist mit STIs? Was sind das und warum sollten wir uns um sie sorgen? STIs, also sexuell übertragbare Infektionen, sind Infektionen, die man sich von jemandem holen kann, der infiziert ist. Zu den häufigsten STIs gehören Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis und HIV. Diese Infektionen können ernsthafte gesundheitliche Folgen haben, wenn sie nicht behandelt werden. Das klingt beängstigend. Wie können wir wissen, ob jemand eine ST hat? Viele Menschen mit STIs zeigen keine Symptome, sodass sie möglicherweise nicht einmal wissen, dass sie infiziert sind. Deshalb ist es wichtig, sich regelmäßig testen zu lassen, wenn man sexuell aktiv ist. Auch offen mit seinem Partner über die sexuelle Gesundheit zu sprechen, ist sehr wichtig. Ich verstehe. Es ist nicht immer einfach, über diese Dinge zu sprechen, aber es ist notwendig. Ja, Kommunikation ist entscheidend. Du solltest dich wohlfühlen, deinen Partner zu fragen, ob er sich auf STIs hat testen lassen und ob er Safer Sex praktiziert. Ich stimme zu. Ich denke, wir sollten immer ehrlich zueinander über unsere Gesundheit sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Safer Sex ist das Einverständnis. Beide Partner sollten zustimmen, Sex zu haben und sich mit dem, was sie tun, wohlfühlen. Ja, Einverständnis ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass beide Personen Ja sagen und die Gefühle des anderen respektieren. Richtig. Einverständnis sollte klar und kontinuierlich sein. Du kannst deinen Partner immer fragen, ob er sich wohlfühlt und ob er weitermachen möchte. Ich finde diese Idee gut.
Das macht die Erfahrung sicherer und respektvoller. Emily, ich möchte auch über die emotionale Seite des Sex sprechen. Manchmal haben Menschen Sex, ohne die Gefühle zu verstehen, die damit einhergehen. Es ist wichtig zu überlegen, ob man bereit für den emotionalen Teil einer sexuellen Beziehung ist. Das ist wahr. Sex kann ein großer Schritt in einer Beziehung sein und kann verändern, wie man über seinen Partner denkt. Ja, und es ist in Ordnung zu warten, bis man sich vollkommen bereit fühlt. Es gibt keinen Grund zur Eile. Sicher zu sein bedeutet auch, dass du sicherstellst, die richtige Entscheidung für dich selbst zu treffen. Ich stimme zu. Ich denke, es ist wichtig zu warten, bis beide bereit sind und offen über die eigenen Gefühle zu kommunizieren. Genau. Wenn ihr beide bereit seid und safer Sex praktiziert, könnt ihr eine gesunde und glückliche sexuelle Beziehung genießen. Ich habe noch eine Frage, Jon. Wo kann ich Kondome und andere Produkte für safer Sex bekommen? Du kannst Kondome an vielen Orten kaufen, wie in Apotheken, Supermärkten und sogar online. Oft sind sie in Gesundheitskliniken und Krankenhäusern kostenlos erhältlich. Es ist gut, sie griffbereit zu haben, bevor du sie brauchst. Das ist hilfreich zu wissen. Ich möchte vorbereitet sein und sicherstellen, dass ich safer Sex praktiziere. Vorbereitet zu sein ist sehr wichtig. Du solltest auch wissen, wie man Kondome richtig verwendet. Überprüfe immer das Verfallsdatum und folge den Anweisungen auf der Verpackung. Ich werde sicherstellen, dass ich lerne, wie man sie richtig benutzt. Ich möchte verantwortungsbewusst sein. Es ist großartig, dass du über diese Dinge nachdenkst, Emily. Viele Menschen stellen diese Fragen nicht, aber sie sind sehr wichtig für deine Gesundheit und deine Zukunft. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Jon. Ich fühle mich jetzt informierter und selbstbewusster in Bezug auf safer Sex. Ich freue mich, helfen zu können. Denk daran, es ist immer gut, Fragen zu stellen und Informationen einzuholen. Deine Gesundheit und Sicherheit sind sehr wichtig. Ich werde auf jeden Fall teilen, was ich heute gelernt habe, mit meinen Freunden. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder über safer Sex Bescheid weiß. Ja, je mehr wir darüber sprechen, desto weniger beängstigend wird es. Wir können uns gegenseitig helfen, indem wir Informationen teilen und uns unterstützen. Ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein besseres Verständnis für Sex und safer Sex habe. Ich weiß, dass ich in Zukunft informierte Entscheidungen treffen kann. Das ist das Ziel. Informiert zu sein und Entscheidungen zu treffen, die gut für deine Gesundheit und dein Glück sind. Nochmals vielen Dank, Jon. Ich schätze deine Ehrlichkeit und deine Bereitschaft, über diese Themen zu sprechen. Gern geschehen, Emily. Ich bin immer hier, wenn du weitere Fragen hast. Es ist wichtig, solche Gespräche zu führen, auch wenn sie anfangs etwas unangenehm sind. Ja, das stimme ich zu. Über Sex und safer Sex zu sprechen, gehört dazu, verantwortungsbewusst zu sein und auf sich selbst und seinen Partner zu achten. Genau. Lass uns weiterhin Informationen teilen und uns gegenseitig unterstützen. So können wir beide gesund und glücklich bleiben. Ich fühle mich viel besser, jetzt wo wir gesprochen haben. Ich weiß, dass ich dir in Zukunft immer Fragen stellen kann. Ich freue mich, das zu hören. Denk daran, Wissen ist Macht. Je mehr du weißt, desto bessere Entscheidungen kannst du treffen. Ich werde weiter lernen und immer safer Sex praktizieren. Danke, dass du ein guter Freund bist und mir hilfst, diese wichtigen Themen zu verstehen. Es war mir eine Freude, Emily. Ich spreche gerne über alles, was dir hilft, dich sicher und informiert zu fühlen. Lass uns bald wieder treffen, um mehr darüber zu sprechen, wenn du magst. Ja, das würde ich sehr gerne.
Ich habe weitere Fragen zu Beziehungen und Gesundheit und ich weiß, dass du die richtige Person bist, um zu fragen. Ich bin immer für dich da. Wir können über alles sprechen, jederzeit. Danke, dass du dieses wichtige Gespräch heute begonnen hast. Es ist ein Zeichen von Reife und Fürsorge. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich weiß, dass ich gute Entscheidungen über meinen Körper und meine Gesundheit treffen kann. Ich werde immer daran denken, Fragen zu stellen und mit meinem Partner zu kommunizieren. Das ist der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung. Offene Kommunikation, Einverständnis und sichere Praktiken sind sehr wichtig. Ich stimme zu. Ich werde teilen, was ich gelernt habe mit meinen Freunden und sie ermutigen, auch Fragen zu stellen. Das ist eine großartige Idee. Wir können alle voneinander lernen und helfen, unsere Gemeinschaft sicherer und informierter zu machen. Nochmals vielen Dank, Jon. Ich schätze deine Unterstützung und deine Freundschaft. Gern geschehen, Emily. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Es macht unsere Freundschaft noch stärker. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, ehrlich und hilfsbereit zu sein. Ich bin immer für dich da, Emily. Lass uns weiterhin miteinander sprechen und lernen. Hab einen schönen Tag und denk daran, sicher und informiert zu bleiben. Danke, Jon. Ich sehe dich bald. Pass auf dich auf. Du auch, Emily. Bis bald. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Das ist ein freundliches Hallo. Moment. Der Moment ist wichtig. Ich brauche einen Moment. Lass uns einen Moment warten. Reden. Ich möchte mit dir reden. Wir haben viel zu reden. Lass uns über das Wetter reden. Herzen. Die Herzen der Menschen sind wichtig. Sie sprach mit einem offenen Herzen. Liebe kommt von tief im Herzen. Wichtig. Es ist wichtiges Wissen. Wir müssen das Wichtiges beachten. Das Wichtige steht in diesem Buch. Sex. Sex ist ein wichtiges Thema in der Gesellschaft. Viele Menschen sprechen offen über Sex. Sex kann verschiedene Bedeutungen für verschiedene Personen haben. Safer. Es ist safer, in Gruppen zu reisen. Ein Sicherheitsgurt macht das Fahren safer. Wir sollten safer Entscheidungen treffen. Ernste. Er ist sehr ernst. Sie spricht in einem Ernstton. Das ist ein ernstes Problem. Verstehen. Ich möchte die Sprache verstehen. Kannst du mich verstehen? Es ist wichtig, andere zu verstehen. Verantwortungsbewusst. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten ist wichtig. Sie ist immer verantwortungsbewusst in ihrer Arbeit. Ein verantwortungsbewusstes Team trifft bessere Entscheidungen. Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten. Wir sollten die besten Möglichkeiten wählen. Kondomen. Ich kaufe Kondomen in der Apotheke. Kondomen helfen, sich vor Krankheiten zu schützen.
Es ist wichtig, Kondomen richtig zu verwenden. Barrieren. Barrieren. Die Barrieren sind hoch. Wir müssen die Barrieren überwinden. Barrieren können den Zugang erschweren. Körperflüssigkeiten. Körperflüssigkeiten. Körperflüssigkeiten sind wichtig für die Gesundheit. Ärzte testen Körperflüssigkeiten für Diagnosen. Es gibt viele Arten von Körperflüssigkeiten im menschlichen Körper. Einverständnis. Einverständnis. Das Einverständnis ist wichtig für die Zusammenarbeit. Ich brauche dein Einverständnis, bevor ich fortfahre. Wir haben ein schriftliches Einverständnis erhalten. Emotionale. Emotionale. Die emotionale Verbindung ist wichtig. Sie zeigte ihre emotionale Seite. Emotionale Momente können sehr berührend sein. Gesundheitliche. Gesundheitliche. Gesundheitliche Probleme können stressig sein. Es ist wichtig, auf gesundheitliche Aspekte zu achten. Ich habe gesundheitliche Informationen online gefunden. Symptome. Symptome. Die Symptome sind wichtig für die Diagnose. Er hat schwere Symptome nach der Erkältung. Die Symptome verschwinden nach ein paar Tagen. Entscheidungen. Entscheidungen. Wir treffen oft wichtige Entscheidungen. Entscheidungen können unser Leben verändern. Manchmal sind Entscheidungen sehr schwierig. Wissen. Wissen. Wissen ist Macht. Ich möchte mehr über das Wissen lernen. Dein Wissen ist sehr beeindruckend. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.